Das ägyptische Heer sucht in der bekannten Welt seinesgleichen. Doch der neue Pharao, Chasechemui aus der 2. Dynastie, fordert nun auch den Aufbau einer mächtigen Seestreitmacht mit Basis in Per Hebit. Um die Herrschaft über die Meere zu erringen, benötigen wir eine komplette Flotte an Kriegsschiffen. Es mangelt uns jedoch an Holz, da in unserem Klima Wald nur spärlich wächst. Doch wir können, wenn auch zu einem hohen Preis, Zedernholz von Byblos aus dem Libanon, einem Land im Nordosten, importieren. Zum Glück können wir diese Kosten durch Papyrusexporte wieder etwas ausgleichen. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Berbit, Seestreitkräfte des Pharaos. Ein neuer Pharao aus der 2. Dynastie, Chasechemui, fordert uns nun auf, eine Kriegsflotte aufzubauen, dessen Basis Berbit sein soll, mit einer Bevölkerung von 2500 Einwohnern, einer Wohlstandswertung von 20, einer Königreichwertung von 45, einer Kulturwertung von 15 und einer Monumentwertung von 11. Das Holz, was wir für den Bau unserer Kriegsflotte benötigen, müssen wir teuer importieren. Die Kosten dafür werden wir durch Exporte von Papyrus oder anderen Gütern finanzieren. Wir werden wohl damit rechnen müssen, dass wir auf dem Nil von unseren Feinden angegriffen werden. Und in unserer Stadt muss ein Monument errichtet werden. Wieder einiges, was wir für den Pharao organisieren müssen. Und wir werden mal direkt in die Karte schauen. Wir werden direkt auf die verschiedenen Tätigkeiten aufmerksam gemacht, die wir nun auf dem Nil durchführen können, wie zum Beispiel die Wasserhandelswege oder den Fischfang. Zu beiden gibt es mehr Informationen in meinen Tutorien Nahrung sowie Produktion und Handel. Ein weiteres Thema ist der Boots- und Schiffsbau. Wir haben nun die Werft, die Kriegs- und Transportschiffe sowie Fischerboote baut. Für jedes Boot, was gebaut wird, muss ein entsprechender Heimathafen zur Verfügung stehen. Sonst bauen unsere Schiffsbauer keine Schiffe. Während für die Fischerboote kein Material in der Werft nötig ist, muss unsere Werft für den Bau von Kriegs- und Transportschiffen mit Holz beliefert werden. Auch für die Reparatur der Kriegsschiffe, wenn diese im Kampf beschädigt worden sind, benötigt unsere Werft Holz. Unsere maritimen Bauwerke benötigen besondere Bauplätze an dem Ufer, nämlich hier diese geraden, langen Uferlinien. Und die Boote können nur den Bereich des Nils und die Küstengewässer befahren. Binnengewässer oder kleinere Kanäle sind für unsere Boote nicht befahrbar. So viel zum Thema Boots- und Schiffsbau. Weitere Informationen werde ich im Laufe der Kampagne noch mitteilen. Im Pausenmodus schauen wir uns die Karte an. Wir haben hier den Nil, der sich so verzweigt und dann so entsprechende Halbinseln hier bildet. Hier haben wir den fruchtbaren Nilschlamm. Hier weiter unten haben wir das Schilfvorkommen, was allerdings nicht so groß ist. Auch hier haben wir nochmal fruchtbaren Nilschlamm, aber alle Bereiche für die Landwirtschaft sind nicht besonders groß. Hier in dem Bereich haben wir die große Landmasse, wo wir unsere Stadt wohl errichten können. Und hier haben wir sogar Goldvorkommen. Ja, schauen wir mal, was wir produzieren können. Bei den Farmen haben wir Kichererbsen und Gerstenfarmen. Und wir können Fischfang betreiben. An Rohmaterial haben wir Ton, Schilf und Gold. Und produzieren können wir Geschirr, Bier, Leinen und Papyrus. Ja, und unter den gewerblichen Gebäuden haben wir jetzt auch die Werft. Schauen wir mal, was wir als Monument errichten müssen. Eine mittlere Mastaba. Und als Gottheiten haben wir Osiris und Re, wobei Re unser Schutzgott ist. Schauen wir mal, mit wem wir Handel treiben können. Unsere Stadt Berbit ist hier unten im Süden am Nil und wir haben den Handelspartner Nechen. Nechen verkauft uns größere Mengen Geschirr, Bier, Flachs und Leinen und kauft bei uns größere Mengen Papyrus. Mennefer
verkauft uns größere Mengen Kichererbsen und Geschirr sowie Papyrus und kauft bei uns größere Mengen Salat, Ziegel, Gerste, Bier und Luxuswaren. Pervert Jute verkauft uns größere Mengen Feigen, Ton, Geschirr und Schilf und jede Menge Ziegel. Timna verkauft uns größere Mengen Waffen, Ton, Geschirr und Kupfer und kauft bei uns größere Mengen Fisch, Bier, Leinen und Papyrus. Weiter oben im Norden haben wir Byblos. Byblos verkauft uns größere Mengen Luxuswaren, Holz und Kupfer und kauft bei uns größere Mengen Edelsteine und Luxuswaren. Wir haben also jede Menge Handelspartner und unsere Hauptexportgüter werden Bier und Papyrus sein, die wir selber herstellen können. Gegebenenfalls können wir auch noch Leinen und Fisch exportieren. Ja, und wir haben auch noch die Möglichkeit, Goldminen zu errichten, sodass wir die Kosten für den Import von Holz gut gedeckt bekommen. Wir werden hier auf dieser großen Landmasse unsere Stadt errichten und sofort mit der Produktion von unseren Exportgütern Bier und Papyrus sowie den Bau von unseren Goldminen beginnen. Bevor wir aber mit dem Errichten unserer Stadt beginnen, müssen wir erst die Verbindung zu diesen einzelnen Landmassen herstellen. Alle maritimen Bauwerke benötigen ja hier diese langgezogene Uferlinie, auch die Fährhäfen, sodass wir jetzt gut überlegen müssen, wo wir welche Einrichtung bauen wollen. Denn wir müssen ja Docks, eine Werft, Kriegshäfen und Fischereihäfen errichten. Und als erstes sollte man tatsächlich die Fährhäfen bauen. Hier haben wir die Fähren. Ja, und ich denke, hier ist eine gute Möglichkeit. Dann können wir hier direkt daneben den Fährhafen für diese Landmasse hier bauen. Ja, sehr gut. So ist jetzt die Verbindung auf jeden Fall sichergestellt und wir werden dann hier unsere maritimen Bauwerke im Laufe der Kampagne errichten. Und nun beginnen wir nun hier mit dem Bau unserer Stadt. Wir haben jetzt unser Stadtgebiet hier in der klassischen Form aufgebaut und mit den nötigen Dienstleistungseinrichtungen versehen, Zisterne, Feuerwache, Architekturbüro und Polizeiposten. Ja, und hier haben wir schon das große Produktionsgebiet für Bier und Papyrus vorgeplant. Wir werden jetzt einen Großteil der Flächen hier schon parzellieren. Wir brauchen nämlich jede Menge Mitarbeiter für all die Einrichtungen und Produktionen, die wir jetzt relativ schnell bauen wollen. Die Geschwindigkeit werden wir jetzt erhöhen und in gewohnter Weise die Prioritäten verteilen, Infrastrukturen, Gesundheit. Jetzt bei den Militärkampagnen werde ich die Prioritäten etwas ändern, nämlich dritte Priorität bekommt Gewerbe und Handel. Wir müssen sicherstellen, dass wirklich unsere Produktionsstätten alle voll arbeiten. Dann kommt erst Nahrung, Religion und die sechste Priorität bekommt das Militär. Wir bezahlen etwas mehr an Löhnen und setzen wir die Steuer runter. Ja, dann bleibt uns jetzt erstmal nichts anderes übrig, als zu warten, bis unsere ersten Siedler die Stadt erreichen. Ja, jetzt wo die ersten Siedler in unserer Stadt eingewandert sind, beginnen wir sofort mit den landwirtschaftlichen Produktionen. Dafür werden wir jetzt hier ein Arbeitslager errichten, die Geschwindigkeit nochmal wieder runterschrauben und wir bauen jetzt hier 4 Gerstenfarmen. Ja, und wir haben auch direkt die 2 Kichererbsenfarmen dazu gebaut. Dann werden wir hier eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen und natürlich die Sperre. Und wir werden hier oben direkt auch ein Arbeitslager errichten. Und hier kommen nur Kichererbsenfarmen hin.
Ja, und auch hier eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Ja, und wir bauen auch direkt unsere Goldminen, damit wir ein ständiges Einkommen in unserer Stadtkasse haben. Dafür werden wir den Dorfpalast errichten. Dann werden wir zwar im Minus sein, aber wir kriegen bestimmt noch etwas Geld vom Pharao. Wir haben noch mal ein paar Deben bekommen. Sehr gut. Können wir jetzt unsere Goldminen aufbauen. Ja, das sollte uns erstmal jetzt genügend Gold bringen. Allerdings haben wir auch kaum noch Geld. Warten wir ab, bis das erste Gold in unserer Stadtkasse fließt. Ja, wir bauen auch direkt hier unser Musikpavillon auf. Dann kann ich hier diese Bereiche auch noch parzellieren. Weil Geld fließt jetzt doch jede Menge in unsere Kasse. Das ist sehr gut. Ja, und den Pavillon werde ich ja auch direkt errichten. Damit haben wir alle Flächen jetzt parzelliert, die wir als Wohnbebauung ausweisen können. Ja, und wir müssen jetzt erstmal warten, bis wir die ersten Nahrungsmittel produziert haben. Ja, für die Gerste brauchen wir ein Warenlager. Und wir brauchen ein Silo. Ja, und wir werden für unsere Gottheiten mal Tempel errichten für Re und für Osiris. Da müssen wir gucken, dass wir da einen entsprechenden Segen bekommen. Ja, und wir bauen nochmal Schreine für Osiris und für Re. Solange wir noch auf die Ernte warten, werden wir schon mal einen Festplatz errichten. Weil ich möchte das erste Fest gleich feiern für Osiris, damit wir weiter gute Überschwemmungen bekommen. Ja, ich sehe gerade, dass Osiris 2 Schreine hat und unser Schutzgott Re nur einen. Das ist natürlich nicht gut. Bauen wir nochmal ganz schnell 2 Schreine für Re. Ja, und dann werden wir jetzt das erste Fest abhalten für Osiris. Ja, und ich denke, wir bauen auch schon mal die ersten 2 Brauereien, damit wir gleich Bier auch schon verkaufen können. Etwas Gerste haben wir ja im Warenlager. Wir sollten immer hier bei den Spezialkarten ab und zu mal bei den Risiken, nämlich bei Feuer schauen. Das sieht aber soweit ganz gut aus. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Und bei Schäden, das sieht eigentlich auch alles gut aus. Ja, dank unserer Goldminen haben wir immer einen guten Vorrat an Geld in unserer Stadtkasse. Ich baue jetzt mal hier mein Warenlager für die Kichererbsen. Ja, und das Silo wird entsprechend eingestellt. Ja, wo wir jetzt Bier produzieren, sollten wir die Handelsroute nach Mennefer eröffnen. Das ist eine Seeroute, dafür brauchen wir natürlich ein Dock. Wir stellen aber gerade mal hier ein, dass wir Bier komplett verkaufen. Ja, das weiß ich. Das werden wir jetzt gleich ändern. Das Dock kommt hier hin. Ja, unsere Brauereien arbeiten schon kräftig. Dann bauen wir jetzt hier auch ein Warenlager für Bier. Ja, und wir haben unser erstes üppiges Fest. Ich hoffe, dass Osiris jetzt sehr wohlgesonnen ist mit uns. Ja, das mit den Goldminen war wirklich eine gute Entscheidung gewesen.
Wir haben wirklich jetzt immer gut Geld für die ganzen Bautätigkeiten. Und ich denke mir, wir werden auch bald schon unsere ersten Kriegsschiffe bauen können. Aber erst möchte ich den Export der anderen Güter noch vorantreiben. Ja, unsere Ernte wird eingefahren. Das heißt, wir errichten jetzt den Bazar, stellen diesen auch direkt ein. Ja, und dann kann unsere Entwicklung weitergehen. Ja, und unsere Marktfrau ist schon auf dem Weg zum Silo. Und wir haben die erste Forderung von der Stadt Nechen, die 1400 Einheiten Geschirr haben will, und zwar in 9 Monaten. Nun, das denke ich mal, werden wir nicht schaffen, da ich jetzt einfach zu wenig Mitarbeiter habe, was man allerdings machen könnte. Ja, Mennefer verkauft uns Geschirr. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir bauen jetzt hier ein Warenlager für Geschirr. Und werden jetzt die Forderung einfach einkaufen. So, dann bauen wir aber auch mal direkt schon mal eine neue Brauerei hier hin, damit wir noch mehr Bier verkaufen können. Und jetzt kommen auch jede Menge neue Bürger in unsere Stadt. Das nächste, was wir jetzt machen werden, ist die Papyrusherstellung. Ja, danke Osiris, das wollte ich gerne. Eine super Überschwemmung das nächste Jahr. Dankeschön. So, wir errichten aber vorher noch eine Apotheke, damit wir hier nicht von Malaria heimgesucht werden. Und eine Arztpraxis. So. Ja, wir haben die nötige Menge Geschirr im Lager. Erstmal werden wir Geschirr jetzt nicht mehr importieren und dann können wir das auch wegschicken. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. So, jetzt möchte ich mich aber gerne um unsere Papyrusherstellung kümmern. Dafür müssen wir hier eine kleine Siedlung errichten, damit dieser Fährhafen auch besetzt ist. Ansonsten werden nur Siedler übergesetzt. Ja, jetzt fordert der Pharao Waren. 1100 Einheiten Bier. Unser einziges Exportgut. Nun gut. Das müssen wir jetzt entsprechend hamstern. So, hier ist jetzt unsere Mini-Siedlung. Die bekommen jetzt auch einen Ziehbrunnen und natürlich eine Feuerwache, ein Architekturbüro, einen Polizeiposten und eine Apotheke. Ja, und mittlerweile haben wir schon 1000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, und sobald hier entsprechend die Parzellen besiedelt sind und der Fährhafen besetzt ist, werden wir ja unsere Schilfsammelstellen errichten. Durch die Handelsroute mit Mennefer können wir jetzt Kichererbsen auch importieren, solange wir noch keine weiteren Nahrungsmittel zur Verfügung haben. 1000 sollten eigentlich reichen. So, dann bauen wir jetzt hier unsere 2 Schilfsammelstellen. Ja, unsere Königreichwertung steigt, da wir das Geschirr nach Nechen geliefert haben. So, wir müssen hier definitiv auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Ja, dann errichten wir das Warenlager hier für Papyrus. Und wir werden hier etwas Schilf annehmen, und zwar ein Viertel. Wie gesagt, die Bestände von Schilf sind nicht so groß. Wir werden wohl den Rohstoff noch importieren müssen. Ja, und wir sehen, die ersten Kichererbsen sind schon importiert. Das ist wirklich sehr gut, damit wir hier eine weitere Entwicklung haben. Ja, unsere kleine Siedlung ist hier entsprechend besiedelt.
Ja, und wir sehen hier, wie unsere Schilfsammler das Schilf entsprechend ernten. Dann errichten wir die Papyruswerkstätten. Da bin ich mal ganz üppig und habe direkt 5 Stück gebaut. Ja, das Bier steht bald bereit. Ja, ein paar Verschönerungen hier. Und dann möchte ich jetzt auch meinen persönlichen Wohnsitz errichten. Der kommt hier hin. Ja, und die Papyrus-Werkstätten sind schon im vollen Betrieb. Ja, dann wollen wir Papyrus auch exportieren. Dafür müssen wir aber eine Handelsroute eröffnen, nämlich mit Nechen. Dann können wir jetzt auch Papyrus verkaufen. Das können wir komplett veräußern. Ja, sehr gut. Ja, ich denke mir mal, finanziell sind wir jetzt wirklich gut aufgestellt. Wir werden jetzt die Werft bauen. Auch hier bauen wir nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Und hier kommt nochmal ein Schrein für Rehen. Sehr schön. Dann bauen wir jetzt mal das Warenlager für unsere Importe. Ah, das ist gut. Moment, erst das Warenhaus bauen, einstellen. Was werden wir annehmen? Wir werden Holz hier annehmen. Und später dann eventuell noch andere Importe. So, das Bier kann weggeschickt werden. Sehr schön. Und dann kann es auch entsprechend verkauft werden. Wir lassen aber jetzt mal 200 Einheiten im Warenlager. Ja, und ein neues Fest für Reh ist jetzt auch mal nötig. Ja, nur eine durchschnittliche Überschwemmung. Wir müssen echt gucken, dass Osiris doch etwas wohlwollender mit uns ist, weil Gerste können wir nämlich überhaupt nicht importieren. Ja, für den Holzimport brauchen wir die Handelsroute mit Byblos. Hier öffnen wir mal. Und dann werden wir Holz importieren. Da brauchen wir aber wirklich nur 200 Einheiten. Ja, und ich werde jetzt, weil wir jetzt so eine schlechte Überflutung haben, die ersten Fischerhäfen bauen. Oh, der Pharao schenkt uns Ziegel für unsere Masterbar, mit dem wir noch gar nicht angefangen haben. Ja, dafür brauchen wir natürlich ein Warenlager. Das kommt hier hin. Das nimmt die Ziegel an. Ich wollte aber jetzt erstmal Fischerhäfen bauen. Und zwar hier einen und hier einen, damit wir ein paar Nahrungsmittel im Silo haben. Da werden wir jetzt mal hier den Fisch auch annehmen lassen. Ja, und jetzt sehen wir hier, wie die Schiffsbauer in unserer Werft die Fischerboote bauen. Ja, und wir können jetzt unsere Ziegel annehmen und ein üppiges Fest. Ja, das Geschenk haben wir bekommen. Vielen Dank. Ja, und hier haben wir unser erstes Fischerboot, was jetzt zu seinem Heimathafen fährt und anfängt, Fisch zu fangen. Ja, sehr gut. Errichten wir jetzt mal den Bauplatz unserer Masterbar. Der kommt hier hin. Dann kann schon mal der Baugrund entsprechend vorbereitet werden. So, und ich baue jetzt hier mal eine Jonglierschule, damit sich unsere Gebäude auch weiterentwickeln. Ja, sehr schön. Reh ist mit uns zufrieden und erhöht den Ruf im Königreich. Sehr schön. Ja, und Holz ist jetzt auch schon in der Werft angelangt. Wenn wir hier mit der rechten Maustaste die Werft anklicken, können wir das sehen, dass 200 Einheiten gelagert sind. Das heißt, wir könnten unsere ersten Kriegsschiffe bauen. Die Kriegsschiffe finden wir hier unter den militärischen Einrichtungen. Wir haben hier die Gebäude für das Rekrutieren von Soldaten. Dann haben wir hier den Kriegshafen und den Transporthafen. Ich werde jetzt mal hier einen Kriegshafen errichten. Der passt hier genau hin.
So. Und ein Kriegshafen braucht auch 15 Angestellte. Ja, und hier können wir jetzt sehen, dass in der Werft unser erstes Kriegsschiff gebaut wird. Jetzt möchte Timna 1300 Einheiten Fisch haben. Ja gut, dass wir gerade mit der Fischproduktion angefangen haben. Dann werden wir jetzt hier das Warenlager für Fisch entsprechend freischalten. Und das Silo nimmt keinen Fisch mehr an. Ja, aber wir haben noch ein paar Kichererbsen in unserem Silo. Ja, aber ich werde jetzt hier diesen Bereich auch besiedeln. Das Prinzip ist das gleiche. Wieder unsere kleine Siedlung, Ziehbrunnen und die entsprechenden öffentlichen Einrichtungen. So, unsere kleine Siedlung ist hier jetzt auch bereit. Das heißt, ich baue jetzt hier auch nochmal hier einen Fischerhafen hin. Hier möchte ich noch einen Kriegshafen hinbauen. Ja, und dann werden wir jetzt hier noch ein Arbeitslager bauen, damit wir hier noch die Felder, die es gibt, entsprechend bestellen können. Ja, errichten wir noch mal mehr Tempel. Osiris und Re. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch an Farmen bauen können. Das geht hier. Das geht und das. Ja, das kann man hier so machen. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Dann kommt hier die Sperre hin. Ja, ihr müsst euch noch etwas gedulden, aber ich denke mir mal, die Forderung kann gleich erfüllt werden. Ja, und das ist hier sehr gemein. Hier kann man nichts hinbauen. Hier kann noch einer hin. Das war's. Ja, das ist nicht viel. Dann können wir hier auch die Sperre hinbauen. Ja, das ist natürlich nicht so schön, dass wir so wenig Felder nur errichten können. Aber wie gesagt, wir können ja Kichererbsen importieren. Ja, schön. Wir können das jetzt wegschicken. Das kann sofort weg. Und dann baue ich jetzt hier ein Silo für den Fisch. Und aus diesem Lagerhaus kann der Fisch herausgenommen werden. So. Ja, wir haben so viel Geld. Wir werden jetzt erstmal etwas Geschirr importieren. Und dann werden wir jetzt hier mal 2 Tongruben bauen. Und 3 Töpfereien. Das sollte aber jetzt wirklich reichen. Ja, wir haben die erste Töpferware im Lager. Dann können wir den Basar jetzt entsprechend einstellen, dass er auch Geschirr kaufen soll. Ja, und wir sehen schon, wie hier der Baugrund für unsere mittlere Masterbar freigelegt wird. Ja, das ist nett, dass die Königreichwertung steigt. Haben wir schließlich auch genug Fisch weggeschickt dafür. So, ich denke mir mal, Geschirr müssen wir jetzt nicht mehr importieren. Da haben wir jetzt genug im Warenlager. Ja, bauen wir noch mal ein paar Kriegshäfen. Also hier passt noch einer hin und auch hier. Und hier ist noch ein kleines bisschen Platz für einen Fischerhafen. Ja, sehr gut. Das hier noch mal ein bisschen absichern. So, und dann sollten wir auch hier eine Arztpraxis bauen. Und hier auch. Ja, das Steuereintreiberbüro können wir jetzt auch mal errichten. Und den Steuersatz setzen wir mal auf 9%. Ja, der Baugrund unserer Masterbar ist fertig. Das heißt, wir brauchen jetzt die Maurergilden. Die kommen jetzt mal hier hin. Da bauen wir direkt 2 Stück. So, und wir verschönern das jetzt hier auch mal, damit sich unsere Gebäude besser entwickeln.
Ja, und wir sehen, wie die Mitarbeiter aus dem Arbeitslager die ersten Ziegel zu unserer Masterbar bringen. Ja, der Pharao hatte eine weitere Forderung nach Bier, die wir jetzt erfüllen können. Das schicken wir sofort los und dann können wir auch die Ware wieder verkaufen. Wir lassen aber jetzt mal 400 Einheiten im Lager, weil wir jetzt auch Bier für unsere Stadt brauchen. Das werden wir jetzt auch entsprechend mal freigeben. Ja, und wir müssen auch dringend einen zweiten Bazar bauen. Der kommt jetzt hier hin. Der wird natürlich auch eingestellt. So, der kann jetzt soweit alles auch einkaufen. Ja, endlich kriegen wir mal eine gute Überschwemmung. Das ist doch mal nett hier. Dann können wir auch direkt ein Fest für Osiris abhalten. Ja, und wir sehen, dass wir jetzt Schilf importieren müssen. Die Ressource ist jetzt hier erschöpft. Ja, für Schilf müssen wir erstmal die Handelsroute eröffnen. Und das ist Pervadjut. So, und dann kaufen wir mal 800 Einheiten Schilf. Ja, und ich stelle fest, dass bei den Administration- und Verwaltungsgebäude wir kein Gericht bauen können. Dann ist das bescheidene Wohnhaus unser Endausbau, weil dieses ein Magistrat zur Weiterentwicklung benötigt. Okay. Oh, wieder ein Geschenk des Pharaos. Das ist sehr schön. Das nehmen wir gerne an. Ja, und wir kriegen wieder eine gute Überschwemmung. Sehr schön. Ja, danke schön, Pharao. Ja, Ziegel müssten wir dann aber später auch regelmäßig importieren. Ja, und wir haben jetzt die Mitteilung, dass eine nubische Armee auf unsere Stadt vorrückt. In 18 Monaten erreicht sie unsere Stadt. Ich gehe mal davon aus, dass es Kriegsschiffe sein werden, die uns angreifen. Deswegen baue ich jetzt hier noch einen Kriegshafen, der passt hier noch rein. Und dann verbinden wir diesen. Dann haben wir insgesamt 4 Kriegshäfen. Das sollte eigentlich reichen. Die Frage ist, ob wir auch ein Heer errichten müssen. Warten wir mal ab, wie dieser Angriff erfolgen wird. Hier kommt jetzt das Dock noch hin. Ich brauche nämlich dann doch 2 Docks bei den ganzen Ex- und Importen. In der Zeit, bis der Angriff gegen unsere Stadt erfolgt, gucken wir uns noch mal kurz unsere Kriegsflotte an. Können wir auch hier den Kriegshafen bzw. das Kriegsschiff mit der rechten Maustaste anklicken. Dann öffnet sich das Infofenster und dann können wir sehen, wie stark der Rumpf und wie der Zustand der Besatzung ist. Hier haben wir die verschiedenen Befehle, die wir der Kriegsflotte erteilen können. Wir haben einmal hier den Feind in der Nähe angreifen und er bewacht ein Gebiet in einem kleineren Umkreis und alle Kriegsschiffe, die in seiner Reichweite kommen, werden angegriffen. Dann haben wir noch alle Feinde suchen und vernichten, das heißt, das Schiff macht sich auf den Weg und greift jedes feindliche Schiff an, was ihm in die Quere kommt. Ja, und diesen Befehl, den ich jetzt hier nicht aktivieren kann, ist Position halten. Ich positioniere dieses Schiff auf dem Nil und es bleibt in dieser Position und jedes Kriegsschiff, was daran vorbeifährt, wird entsprechend angegriffen. All das ist eher die passive Haltung. Im Gegensatz zu dieser hier, das ist die aggressive Haltung. Hier können wir beschädigte Schiffe zur Reparatur zur Werft schicken. Ja, und hier können wir unsere Kriegsschiffe zurück zum Hafen befehligen. Ich sage aber auch schon im Vorfeld, dass das Manövrieren bzw. die Handhabung der Kriegsschiffe etwas heikel ist, nicht immer so funktioniert. Das ist ein kleines Manko an dem Spiel. Da muss man einfach gucken, wie man da am besten mit entsprechend arbeiten kann. Wir werden das ja gleich sehen, wenn wir angegriffen werden.
Ja, alle Gebäude haben sich jetzt in unserem Stadtgebiet entwickelt und wir sehen, dass wir ja noch einiges an neuen Bürgern in unserer Stadt benötigen. Das heißt, wir müssen ein neues Stadtgebiet aufbauen. Das neue Stadtgebiet kommt hier hin. Dann kann es sich hier aus diesem Versorgungszentrum entsprechend bedienen. So, hier ist jetzt unser zweites Wohngebiet. Wir werden allerdings jetzt hier nur die Längsseiten parzellieren. Das sollte eigentlich dann reichen. So, und dann bauen wir direkt hier einen Musikpavillon auf. Und hier kann ein Pavillon hin. So, dann brauchen wir natürlich die Feuerwache, Architekturbüro und ein Polizeiposten. Ein Schrein für Reh, der kann hier hin. Und dann brauchen wir natürlich die Zisterne. Ja, und dann lassen wir jetzt erstmal hier diesen Bereich dann besiedeln. Ja, Reh ist gleichgültig. Dann gönnen wir doch unserem neuen Stadtgebiet direkt einen entsprechenden Tempel. Ja, ein Jahr Zeit haben wir noch, dann wird uns eine nubische Armee angreifen. Ja, dann sollten wir jetzt auch mal Ziegel importieren. Na, so viel brauchen wir jetzt nicht. Lassen uns mal immer 1000 Ziegel einkaufen. Ja, und wir haben die 2000 Einwohner-Marke geknackt. Ja, und eine gute Überschwemmung fürs nächste Jahr. Sehr schön. Ja, ich baue jetzt hier noch ein Konservatorium auf und eine Jonglierschule. Die kann hier hin. Dann können wir hier ein paar Gärten bauen. Ja, und dann können wir hier jetzt auch eine Tanzschule errichten. Die kommt hier hin. Ja, und dieses Wohngebiet soll natürlich auch steuerlich erfasst werden. Ja, ich denke, es läuft alles ziemlich gut. Warten wir jetzt mal den Angriff ab, ob wir den gut überstehen. Ja, und ein Blick auf die Wertung zeigt, dass wir außer die Monumentwertung ja auch schon alles erreicht haben. Wir brauchen noch nicht mal eine Schreibschule zu bauen. Ja, und der Pharao fordert schon wieder Waren. 900 Einheiten Geschirr. Hamstern wir das Geschirr jetzt mal. Ja, und hier unser Stadtgebiet hat sich auch schon sehr gut entwickelt. Ein paar Verschönerungen. Und Gärten. Ja, und ich glaube, wir können noch ein paar Papyruswerkstätten bauen. Wir haben genug Schiff im Lager. Bauen wir hier nochmal 2 Stück hin. Ja, das werden wir hier auch nochmal ein bisschen anders machen. So, dann müssen wir aber hier definitiv die Sperre hinbauen. Ja, die Forderung kann erfüllt werden. Das machen wir sofort. So, dann verschönern wir das mal hier auch ein bisschen. Ja, das sieht doch jetzt sehr ansprechend aus. Das gefällt mir. Ja, und unser kleines Wohngebiet hier wird jetzt auch nochmal verschönert. Ja, es ist soweit. Die fremde Armee dringt ein. Ah, da kommen sie sofort die Geschwindigkeit runter. Und wir werden jetzt hier entsprechend alle Feinde suchen und vernichten anklicken. Also die aggressive Haltung. So, du auch noch. Ja, und dann schauen wir mal. Bei den Feinden gibt es übrigens auch Kriegsschiffe und
Transportschiffe mit Truppen drin. Die sollte man als erstes ausschalten, dass die Truppen nicht an Land gehen können. So, jetzt sehen wir jetzt hier, wie es gekämpft wird. So, da sehen wir, das erste feindliche Schiff ist schon versenkt worden. Ja, das waren jetzt 3 Kriegsschiffe gegen unsere 4. Ich denke mir mal, den Kampf haben wir schnell geschafft. Ja, das nächste Kriegsschiff ist zerstört. Sehr gut. Ja, und ihr seht, es ist ein ziemliches Durcheinander. Also diese Seeschlachten sind immer etwas unübersichtlich. Ja, da wird gerade ein Schiff von uns repariert. Ja, und wir haben jetzt tatsächlich den Kampf gewonnen. Hier können wir jetzt unser Schiff zur Werft bringen. Das auch. Ja, und es sieht tatsächlich so aus, dass wir ein Kriegsschiff verloren haben. Ja, das sollte dann schnell nachgebaut werden. Holz haben wir genug im Warenlager. Und wenn das Schiff entsprechend repariert ist, fährt es eigenständig zu seinem Heimathafen zurück. Ja, und der Pharao schenkt uns wieder Ziegeln, da wir ihm das Geschirr zur Verfügung gestellt haben. Das ist sehr schön. Oh, wir haben nicht genug Platz. Ja, dann werden wir hier in diesem Warenlager auch nochmal Ziegel entsprechend annehmen lassen. Gut, wir können die Geschwindigkeit jetzt wieder erhöhen. Ja, das ist nicht nett, dass die nächste Überschwemmung ausbleibt. Was soll das denn? Obwohl Osiris beglückt ist. Nun ja, nützt alles nichts, aber ich denke mir mal, wir haben momentan genug im Lager. Ja, da sehen wir, das Schiff ist repariert und geht zum Heimathafen zurück. Ja, 3100 Ziegel. Wahnsinn! Da kann jetzt kräftig an unserer Masterbar weitergearbeitet werden. Ja, und hier können wir jetzt im Bazar das Bier freigeben. Und dann haben wir auch die 2500 Einwohner erreicht. Noch ein paar Verschönerungen. Ja, die Wertungen sind alle erreicht, außer Monumentwertung. Da müssen wir jetzt warten, bis die Masterbar fertig gebaut ist. Wir haben auch keine Grabbeigaben zu liefern. Ja, und die 2500 Einwohner haben wir auch schon erreicht. Ja, ich habe doch noch beschlossen, einen Drillplatz zu bauen. Der kommt hier hin. Wir werden doch mal noch 2 Forts vielleicht aufbauen für den Fall der Fälle. Dann errichten wir mal nur Forts für die Bogenschützen. Die können dann auch hier hin. Ja, und wir bekommen das nächste Jahr eine fast perfekte Überschwemmung. Sehr gut. Ja, und ich stelle fest, dass ich die Handelsroute mit Timna gar nicht eröffnet habe, die durchaus auch Papyrus kauft. Na, das werden wir aber jetzt mal direkt noch machen. Weil ich sehe gerade, dass wir jede Menge Papyrus noch im Lager haben. Ja, und der Pharao hat eine neue Forderung. 900 Papyrus. Ja, und wir haben mehr als genug im Warenlager, das können wir sofort verschicken. Sehr gut, ja, da werden wohl die nächsten Ziegel als Geschenk fällig sein. Ja, schauen wir uns zwischendurch mal die Finanzen an. Ja, wir haben immer eine positive Bilanz, das sieht sehr gut aus. Ja, wie ich vermutet habe, ein Geschenk des Pharaos, 3100 Ziegel. Sehr gut. Ja, wir sehen ja, unser Silo für Kichererbsen ist schon voll. Ja, und Fisch produzieren wir gar nicht so viel. Wir werden dieses Silo mal für Kichererbsen freigeben, und zwar für die Hälfte. Ja, und unser Fort mit Bogenschützen ist gefüllt. Bauen wir doch noch eins für Bogenschützen.
Ja, eine Tongrube ist überflutet. Das kommt schon mal vor. Ja, da sehen wir, sie ist zerstört. Das kann man relativ schnell wieder beheben, indem wir hier eine neue Tongrube errichten. Ja, und wir sehen, wie fleißig hier an unserer Masterbar gebaut wird. Eine Steinladung nach der anderen wird aufgebaut. Ja, 4 Ladungen noch für die aktuelle Reihe und dann brauchen wir noch 14, um die Masterbar fertigzustellen. Ja, und wir haben einen Segen von Re. Unsere Exportprodukte erzielen 50% mehr Gewinn. Naja, Geld sollte eigentlich für uns kein Problem mehr sein. Ja, wir sehen, unser Silo hier ist voll mit Kichererbsen und Fisch. Das heißt, wir können jetzt die Überschüsse an Fisch, die wir produzieren, auch exportieren. Dafür mache ich dieses Warenlager jetzt frei für Fisch. Allerdings werden wir nur 1/4 hier einlagern. Ja, und dann können wir den Fisch entsprechend komplett verkaufen. Ja, wir haben es geschafft. Die Masterbar ist fast fertig. 2 Ladungen brauchen wir noch. Und wir sehen, dass unsere Mitarbeiter die letzten 2 Ladungen schon zu unseren Maurern bringen. Ja, mit dem wir jetzt hier unsere Masterbar fertiggestellt haben, wird auch unsere Monumentewertung entsprechend den Wert erreichen und wir werden die Kampagne abschließen. Nochmal ein kurzer Blick auf unsere Stadt Perhabit. Hier unser Hauptwohngebiet, hier unser kleines zweites Wohngebiet und hier die beiden Landmassen mit unseren Kriegshäfen. Ja, wie gesagt, sie ist jetzt fertig und damit beenden wir diese Kampagne. Ja, wir haben es mal wieder geschafft und haben für den Pharao seine Kriegsflotte aufgebaut. Und wir schauen, wie es weitergeht. Der Pharao ist zufrieden. Sie haben die Meere und Flüsse erobert und die verfügbaren Ressourcen sinnvoll genutzt. Die mächtige Seestreitkraft, die Sie aufgebaut haben, patrouilliert auf den Wasserstraßen und sichert unsere Grenzen. Ja, mit dieser Kampagne beenden wir die frühdynastische Zeit und werden eine neue Epoche in der Geschichte des alten Ägyptens beginnen. Schauen wir mal kurz, welches Zeitalter uns nun erwartet. Es ist die Ära des Alten Reichs. Und mit Beginn der Ära des Alten Reiches haben wir 2 Kampagnen, die wir bestreiten müssen. Die Kampagne Oase Selime, Sicherung der Karawanenstraße, eine militärische Kampagne, oder Abu oder Elefantine, Schaffung neuen Reichtums, eine Wirtschaftskampagne. Ich freue mich, wenn ihr beim neuen Zeitalter im alten Ägypten dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.